Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Überspannungsschutz. Wir wollen es ein bisschen einfacher machen und uns heute wieder einer Frage widmen. Die Frage für heute ist, welche Ursachen gibt es für Überspannungen? Und Ulf, du hast viele Jahre lang planende Ingenieure zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz beraten. Du berätst jetzt alle unsere Kunden in der Region Nordost zum Thema Überspannungsschutz. Daher möchte ich die Frage gerne an dich weitergeben. Woher kommen die Überspannungen? Welche Ursachen sollte man kennen? Ja, es gibt mehrere Ursachen. Da werden wir gleich drauf eingehen. Erstmal herzlichen Dank, Achim, dass ich die Gelegenheit habe, hier darüber zu sprechen. Wir unterteilen im Wesentlichen 4 Ursachen von Überspannungen. Zum einen direkte Blitzeinschläge, zum anderen indirekte Wirkungen von Blitzschlägen. Dazu kommen statistisch eigentlich mittlerweile am wichtigsten die Schalthandlungen und auch elektrostatische Entladungen, die für Überspannungen sorgen können. Ich habe hier mal beispielhaft ein Haus gezeigt, das einen äußeren Blitzschutz hat. Über diesen äußeren Blitzschutz kann natürlich ein direkter Blitzeinschlag erfolgen. Der Blitz wird abgeleitet gegen die Erde. Man sieht hier unten in der Anlage dann so einen Feuerschweif. Das kommt daher, dass ein Teil der Blitzenergie über die Erdungs- und Potentialausgleichsanlage des Gebäudes in die elektrische Anlage kommt und dort dann natürlich für Schäden sorgen kann. Naja, aber schützt das dann jetzt mehr oder bringt es uns sogar Schaden, wenn wir so ein externes Blitzschutzsystem auf dem Dach haben? Wenn wir nichts weiter unternehmen, dann kann natürlich dieses äußere Blitzschutzsystem im Falle eines Einschlages dafür sorgen, dass die elektrische Anlage Schaden nimmt und darüber hinaus natürlich weitere Anlagen im Gebäude. Deshalb gehört zwingend im Falle eines äußeren Blitzschutzsystems dort an diese Stelle auch ein Blitzstromableiter, der letzten Endes dafür sorgt, dass die elektrische Energie des Blitzes nicht in das Gebäude eindringen kann. Hinzu zu den direkten Blitzeinschlägen müssen wir auch induktive Einkopplungen zählen. Wenn jetzt also ein Stromfluss stattfindet durch das äußere Blitzschutzsystem, dann kann über ein elektromagnetisches Feld natürlich auch eine Spannung in parallel liegende Leitungen eingekoppelt werden. Wir sprechen da also von einer induktiven Einkopplung. Und prinzipiell ist es auch so, dass metallische Teile in der Anlage praktisch gesehen werden können wie die Platten eines Kondensatoren und dementsprechend können im Falle eines fließenden Blitzstromes eben auch kapazitive Einkopplungen in die elektrische Anlage erfolgen. Ja, zum Blitzschlag vielleicht nochmal ein Oszillogramm. Man sieht hier im Bild, wie in etwa der Verlauf eines Blitzimpulses aussieht. Man sollte sich das ungefähr merken, weil wenn wir dann in die Norm schauen, sehen wir, dass es da eine große Ähnlichkeit gibt, sollte ja auch so sein. In der Norm, es ist die DIN EN 62305, ist ein typischer Blitzstromimpuls als ein sogenannter 10-350 Mikrosekunden Impuls dargestellt. Das heißt, bis zu seinem Maximum steigt der Impuls 10 Mikrosekunden lang an und fällt dann 350 Mikrosekunden bis zur Rückenhalbwertszeit wieder ab. Und das, was wir unter dieser Kurve sehen, das ist praktisch die Energie, die in so einem Blitzstoßstrom enthalten ist. So viel vielleicht erstmal zu den direkten Blitzeinschlägen. Daneben betrachten wir oder müssen wir auch indirekte Blitzströme oder Blitzeinschläge betrachten. Wir haben hier wieder unser Beispielhaus. Wir haben als Beispielobjekt einen Baum daneben, das kann aber auch ein anderes Gebäude sein oder was auch immer, wodurch ein Blitz eingefangen wird, in das Erdreich gelangt, dort einen Potentialtrichter ausbildet und so kommt die Energie halt in das Netz und über das Netz natürlich dann auch in unsere elektrische Anlage, wo wir dann entsprechende Schutzmaßnahmen natürlich ergreifen müssen. Wir haben ein Beispiel für einen indirekten Blitzeinschlag. Wir sehen hier auf der Karte ein Objekt, das ist dieses
kleine schwarze Viereck in der Mitte und wir sehen Kreuze bzw. kleine Kreise für Blitzereignisse. Es ist in etwa 900 Meter Entfernung zu dem angefragten Objekt ein positiver Wolke-Erde-Blitz niedergegangen. Ja, und das waren die Folgen. Das ist also kein Blitzeinschlag direkt in das Gebäude, sondern das sind die Folgen der Energie, die durch einen relativ entfernten Blitzeinschlag eben in die elektrische Anlage gelangt ist. Wir sehen hier die Stromversorgung, Hauptverteilung. Rechts, das war mal ein FI-Schutzschalter. Kann man sich grob noch vorstellen, wie der vielleicht mal ausgesehen hat. Interessant ist aber auch, dass neben den unmittelbaren elektrischen Wirkungen eben auch unglaubliche mechanische Kräfte auftreten. Wenn man also diese Bilder sieht, die heraushängenden Leitungen, das war alles mal eine Unterputzinstallation. Also da, wo die Kabel ursprünglich mal einen Bogen gemacht haben, hatten sie das Gefühl, sie müssten sich jetzt mal begradigen und sind dann also tatsächlich aus der Verkleidung bzw. aus dem Putz hervorgekommen und so sah das hinterher aus. Dass natürlich empfindliche Elektronik Schaden nimmt, das ist leicht vorstellbar, in diesem Fall also die Datentechnik. Wir haben die Telekommunikationsanlage hinterher aufgeben müssen. Auch das Kabelfernsehen hat nicht mehr so richtig funktioniert. Also es sind ganz erhebliche Schäden, die man auch durch indirekte Blitzeinschläge, durch fernere Einschläge praktisch in das elektrische Netz erwarten muss. Ich hatte es eingangs aber auch schon gesagt, in der statistischen Auflistung sind die häufigsten Fälle von Überspannungen oder die häufigsten Gründe von Überspannungen eher Schalthandlungen. Wir haben hier mal so böswillig eine typische Schalthandlung dargestellt, wie sie gar nicht so selten vorkommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwo ein Motor anläuft oder durch andere Schalthandlungen eben eine Überspannung erzeugt wird. Es sind hier einige aufgelistet. Ich will die nicht alle vorlesen. Das können also Unterbrechungen im Netz sein, wie wir sie hier dargestellt haben. Aber Schaltschütze können dafür sorgen, das Öffnen von Leitungsschutzschaltern und so weiter. Es gibt auch für solche Schalthandlungen einen genormten Impuls. Auch hier wieder bezeichnet mit seiner Anstiegs- und seiner Abfallzeit, also ein Stoßstromimpuls von 820 Mikrosekunden. Das heißt also 8 Mikrosekunden bis zum Maximum. Und 20 Mikrosekunden wieder bis zur Rückenhalbwertszeit. Und mit diesem Impuls bildet man Effekte durch Schalthandlungen, Überspannungseffekte durch Schalthandlungen nach. Wenn wir jetzt diese beiden Impulse mal ins Verhältnis setzen, dann sehen wir natürlich hier durch die grün bzw. hellblau dargestellten Flächen, dass die Unterschiede in der Energie immens sind. Also wir können das 20- bis 25-fache der Ladung eines Stoßstromes durch einen Blitzstrom erreichen. Aber zu den Schalthandlungen kann Achim, glaube ich, jetzt noch was zeigen. Auch diese können zu erheblichen Auswirkungen führen. Ich übergebe mal einfach zurück an dich. Ja, herzlichen Dank. Also du hast ja hier schon mal den Vergleich gesetzt oder gezeigt, dass es unterschiedliche Impulse gibt. Und ich würde gerne mal von diesem Normativen so ein bisschen zurückgehen und einfach mal in einem praktischen Versuch einfach mal zeigen. Und zwar haben wir hier einen 24 Volt Schütz. Da habe ich eine 24 Volt Versorgung, die werde ich jetzt auch mal verbinden. Man wird das durchs Klacken auch hören. Und über das Oszilloskop sehen wir dann auch unsere 24 Volt DC-Kennlinie. Als nächstes werde ich einfach das Schütz wieder ausschalten. Ich werde hier die Verbindung wieder trennen. Und ja, was dann durch dieses Schalten passiert, sehen wir dann auch im Oszillogramm. So sieht es nun aus und man sieht also direkt, dass etwas passiert. Wir müssten einmal schauen, wie viel Volt wir denn nun am Ende hier haben. Und es sind über 1000 Volt, 1032 Volt, die hier kurzfristig anliegen, über wenige Mikrosekunden, nur durch das Ausschalten des Schützes. Und das bei einer Ausgangsspannung von 24 Volt. Das Ganze können wir auch noch wiederholen. Das ist also nicht eine einmalige Sache.
Das zieht also wieder an und wieder beim Ausschalten haben wir wieder eine Spannungsspitze hier zu sehen. Das sind alles nur sehr kurze Zeiten. Wir haben das gesehen, es geht immer um Mikrosekunden, aber auch bei einem 8-20 Impuls gibt es Auswirkungen auf unsere Geräte. Wir haben gerade mal einen FI gesehen. Ich habe hier einfach mal drei MCBs mitgebracht, die bei uns im Stoßstromlabor einen 8-20 Impuls gesehen haben, die damit konfrontiert wurden, und der ist hier einmal durchgeflossen. Und man sieht das relativ gut, der funktioniert nicht mehr, der ist hinüber. Der hat 33 Kiloampere für ganz kurze Mikrosekunden gesehen. Hier ist ein weiterer, da sieht man ebenfalls, den würde ich so nicht mehr benutzen. Der kommt raus und ich brauche einen neuen, damit er seine Funktion erhält. Viel schlimmer ist das, wenn ich dann einen MCB habe, der eigentlich ganz gut aussieht. Hinten habe ich es mir mal damals notiert, als wir den im Labor hatten. Auch der hat zweimal 26 Kiloampere gesehen, sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. Ist noch schaltbar. Ich würde gar nicht merken, ob der noch funktioniert oder nicht. Wenn ich dann aber ähnlich belastete Schalter sehe, würde ich hier auf jeden Fall zweifeln, dass der noch die volle Funktion hat. Und wenn ich dann auch mal schaue, mir den einmal aufmache, so ein Gerät, und dann sehe, welche Schmauchspuren hier sind, wie sich die Schalter verformen, wie dort Verschmelzungen stattfinden, dann ist ganz klar, dass auch diese kleinen Impulse eine erhebliche Gefahr als Schädigungspotenzial mit sich bringen. Und das einfach mal ergänzend dazu, wenn wir diese beiden Impulse aus der Norm sehen. Ulf, herzlichen Dank. Na, ich habe dir zu danken. Du hast ja das Experiment gezeigt. Ja, wir sind schon fast wieder durch mit unseren Ursachen von Überspannungen. Eine fehlt noch, hatte ich ursprünglich schon angekündigt. Das sind die elektrostatischen Entladungen. Man kann sich natürlich vorstellen, je empfindlicher die Elektronik wird, die uns umgibt, und das tut sie ja mit rasantem Thema, desto mehr sind auch solche Phänomene ein Problem, was man beherrschen muss. Und zusammengefasst ist das in einer Norm. Ich habe sie hier eingeblendet. Das ist die DIN EN 61340-5-1. Dort kann man also die Effekte der elektrostatischen Entladung und was man natürlich dagegen tun kann, nachlesen. Ich hatte es schon angekündigt, ich bin am Ende meiner kurzen Betrachtung zu den Ursachen von Überspannungen. Alle Beispiele, die wir gezeigt haben, handelt es sich nun um direkte, indirekte Blitzeinschläge, Schalthandlungen oder eben auch elektrostatische Entladungen, werden letztlich durch einen Potentialausgleich bekämpft. Also Potentialausgleich schützt. Und anhand der Beispiele haben wir natürlich gesehen, Achim hatte ja vorhin die Schmauchspuren gezeigt, dass Überspannungsschutz natürlich Brandschutz ist. Also wir haben hier die elektrischen Folgen betrachtet, aber die können natürlich weitere Folgen nach sich ziehen in Form von Brandgeschehen. Deshalb also immer an den Überspannungsschutz denken. Ja, damit haben wir bereits die diversen möglichen Ursachen von Überspannungen zusammengetragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ich hier vortragen konnte, und ich gebe zurück an Achim. Herzlichen Dank, Ulf, dass du uns diese Frage nach den Ursachen für Überspannungen beantwortet hast. Und wir wollen hier an dieser Stelle immer wieder Fragen aufgreifen zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz. Falls es mal Anregungen oder eigene Fragen gibt, einfach schicken an traptech-support@phoenixkontakt.de. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.